Du hast unser Oma ihr klein Häuschen geerbt. Und beim Umbau werden jetzt Wände rausgekloppt und der Schuttberg wächst. Und der muss weg. Und du bist wieder im Reinen. Aber jetzt erstmal genug Musical. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das passende Equipment für dein Projekt. Das sind zunächst mal die Lkw-Aufbauten, die die Entsorgungsbehälter aufnehmen und wieder abtransportieren. Heute befinden wir uns dafür übrigens im Brancheninformationszentrum bei Daimler Trucks in Wörth. An der Stelle nochmal vielen Dank für die tollen Fahrzeuge und natürlich die schöne Location. Und wenn es denn mal ein bisschen mehr sein darf, respektive muss, dann brauchst du noch den passenden Anhänger für den zweiten Behälter. Wobei Behälter ist nicht gleich Behälter, denn es gibt den Abrollcontainer und die Absetzmulde. Die Absetzmulde hat immer 2 bis 20 Kubikmeter Fassungsvermögen, der Abrollcontainer mit bis zu 40 Kubikmeter. Der Container hat eine gerade Stirn und ein gerades Heck, eine Aufnahmeschlinge vorne für den Haken und Rollen am Heck. Die Absetzmulde hingegen hat immer mindestens ein schräges Ende. Und da es nicht selten Stunden oder gar Tage braucht, bis du mit deinem Bonsai-Büro-Bizeps den Container mit den Mauerresten deines Umbaus gefüllt hast, muss das Transportfahrzeug, um auch anderweitig eingesetzt werden zu können, den Container respektive die Mulde vor deiner Haustür absetzen können. Das Hakengerät braucht zum Absetzen des Rollcontainers mehr Platz, denn sobald die Rollen den Boden berühren, rollt der LKW je nach Containerlänge so ca. 5 bis 7 Meter vor. Und ganz anders der kompaktere Absetzkipper, der bleibt stumpf stehen. Und mehr Details zu den Aufbauten folgen zeitnah, bleibt also dran.